Wir sind auf der Anfahrt zum Stellplatz in Cuxhaven. Die Platte, so wird er, glaube ich, genannt. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Kurzer Blick auf die Karte, wo sind wir? Ganz oben an der Nordsee und an der Mündung der Elbe. Dort liegt Cuxhaven. Wir verpassen gerade die Zufahrt, hier links hätten wir reingemusst. Jetzt fahren wir vorbei an der Entsorgung hier auf der linken Seite und drehen hier am Ende und müssen dann nochmal zurück, um die Einfahrt richtig zu nutzen. Dieser Stellplatz ist ein umstrittener Stellplatz, und zwar insofern, die einen lieben ihn und die anderen finden ihn grässlich. Also jeder hat eine andere Sicht auf die Dinge, sage ich immer. Das ist auch gut so, sonst würden wir alle nur an diesen Platz fahren wollen und das wäre bestimmt auch nicht richtig. Wir waren, glaube ich, vor 15 oder 16 Jahren das letzte Mal hier auf diesem Stellplatz, oder hier, ob er hier nun genau schon war, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber jetzt haben wir gedacht, wir fahren nochmal wieder hierher. Man muss sich auch mal selber wieder einen Eindruck davon verschaffen, wie es so auf einem Platz aussieht und wie es dort ist. Ich würde natürlich auf so einem Platz auch nicht meinen Jahresurlaub verbringen wollen, aber es gibt hier Dinge auf diesem Platz oder in der Nähe dieses Stellplatzes, die auch interessant sind. Wir sind hier Anfang August an einem Freitag, Vormittag oder Mittagzeit angekommen. Es gab noch freie Plätze, aber insgesamt war der Platz schon gut besucht. Es handelt sich um einen gebührenpflichtigen Stellplatz, bezahlt wird an einem Parkautomaten. In dieser kleinen Hütte befindet sich der Parkautomat. Für uns ist der nicht neu, wir haben diesen Art von Automaten schon häufiger gesehen. Hier kann man mit Kreditkarte bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob Bargeld auch geht, glaube ich nicht. Und dann muss man sich durch das Menü kämpfen, aber das ist relativ einfach. Man braucht hier auch nur seine Fahrzeugdaten bzw. sein Nummerschild, sein Kennzeichen eingeben und dann festlegen, wie viele Tage man bleiben möchte. Wenn der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, dann bekommt man eine Quittung und gleichzeitig wird die Gäste- oder Kurkarte mit ausgeworfen. Der Platz kostet hier pro Tag, ich glaube 21,50 € waren es, ja, auf der Quittung sehen wir es gleich. Und darin enthalten ist auch die Kurkarte, ich glaube die kostet 3,50 €. In diesem kleinen Häuschen finden sich noch einiges an Informationen, so sehe ich, dass man hier auch mit einem Wohnwagen stehen darf. Und hier gibt es auch einen Brötchenservice, der hier auf dem Platz stattfindet. Das heißt, hier gibt es einen Verkaufswagen, der jeden Vormittag Brötchen hat und verkauft. Sanitärgebäude gibt es hier nicht, aber so wie ich lese, kann man die Toiletten im Fährhausgebäude benutzen, natürlich gegen eine Gebühr. Strom gibt es hier, es gibt Stromsäulen, dort muss man Münzen, 1-Euro-Münzen einwerfen. Und man bekommt dann 2 Kilowattstunden Strom dafür. Dann gibt es hier noch einen Informationscontainer. Dort ist stundenweise ein Platzwart. Wenn man dann Fragen hat, kann man dorthin gehen. Die begehrtesten Plätze sind vorne in der ersten Reihe, so mit einem Blick auf den Hafen, auf den Fährhafen. Dort laufen dann auch Schiffe oder Fähren ein. Zum Beispiel ein Schiff, was nach Helgoland fährt, sieht man täglich dort. Dann gibt es Plätze, die liegen mehr an der Ausfahrt der Elbe. Dort sieht man natürlich dann die großen Schiffe. Das ist natürlich dann noch interessanter. Hier sehen wir ein Containerschiff. Man sieht aber auch Frachtschiffe anderer Art hier und natürlich auch Kreuzfahrtschiffe. Wir hatten gerade einen Wetterwechsel hinter uns. Es war vorher ganz warm gewesen. Jetzt ist es etwas bewölkt. Es hat auch etwas geregnet. Aber das dauerte nicht lange und dann kam die Sonne wieder.
Am Abend etwa 18:30 Uhr läuft die Helgoland hier im Fährhafen ein. Sie pendelt zwischen Cuxhaven und Helgoland. Sie fährt morgens etwa zwischen 10 und 11 Uhr los und kommt am Abend so zwischen 18 und 19 Uhr wieder zurück hier in den Hafen. Wer also Lust hat auf eine Helgoland-Reise, der kann sie hier gut von dem Hafen aus starten. Dieser Stellplatz hier in Cuxhaven hat mindestens 100 Stellplätze oder können 100 Mobile stehen und es gibt keine Reservierung, das heißt man kann keine Plätze reservieren, vielleicht um in der ersten Reihe zu stehen. Da muss man irgendwie mal Glück haben, dass man das schafft. Beim Blick von oben sehen wir in der Mitte den Stellplatz, links sehen wir den Fährhafen und rechts den Sportboothafen. Und dann geht es raus aufs Meer oder auf die Nordsee. Es gibt hier eine Parzellierung und man sieht, die Plätze sind ca. 6 Meter breit, also geschätzt, und denke etwa 12 Meter lang. Das heißt, auch für Dickschiffe gibt es hier kein Problem. Alle, die im Außenbereich stehen, haben entweder einen Blick auf den Hafen, auf einen jeweiligen Hafen oder auf das offene Meer bzw. auf die Elbmündung. Dieser Stellplatz ist ganzjährig nutzbar. Die Platzgebühr ist im Winter auch geringer. Den genauen Preis weiß ich allerdings nicht. Ja. Dieser Stellplatz ist vielleicht nicht das Highlight, aber unternehmen kann man hier eine ganze Menge. So zum Beispiel kann man gut mit dem Fahrrad hier fahren und da starten wir jetzt mal los Richtung Deich bzw. Richtung Dunen. Nicht überall fährt man direkt am Meer bzw. man ist hinter dem Deich, aber man kann immer wieder auf den Deich fahren oder es gibt Strecken, dort fährt man auf dem Deich und man hat einen Blick aufs Meer bzw. auf die Nordsee. Nicht überall kann man ohne weiteres zu Fuß ans Meer gehen. Teilweise braucht man eine Gäste- oder Kurkarte, um den Strand zu betreten. Die Gästekarte haben wir ja beim Bezahlen am Automaten auf dem Stellplatz erhalten und können sie jetzt hier nutzen. Hier ist nicht immer das Wasser da, denn wir haben hier die Gezeiten, Ebbe und Flut. Alle 6 Stunden wechselt das und zurzeit haben wir gerade Ebbe. Auch wenn Ebbe ist, wird es hier nicht langweilig. Es gibt die Möglichkeit von Wattwanderungen, geführten Wattwanderungen in das Weltnaturerbe Wattenmeer. Der Strand ist nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Wenn wir hier auf die Google-Karte schauen, dann sehen wir, dass es hier viel Strand gibt. Ich habe das hier mal markiert. Man kann also hier auch viel spazieren gehen und natürlich auch gut mit dem Fahrrad fahren. So zum Beispiel nach Dunen hin. Das sind etwa 6 Kilometer. Dunen ist auch eine von Touristen geprägte kleine Stadt mit einem auch sehr schönen Strand. Auch hier kann man bei Ebbe Wattwanderungen machen und es gibt auch von hier aus Kutschfahrten ins Wattenmeer. Auch hier in Dunen gibt es einen Stellplatz. Ich kenne ihn nicht, ich habe nur auf der Stellplatte gesehen, dass es hier einen gibt. Er hat 60 Parzellen, so wie ich das gelesen habe. Und es gibt hier 2 oder 3 Campingplätze, also wer mit dem Wohnwagen kommen will, auch kein Problem. Wer es etwas ruhiger mag, der fährt etwas weg vom Meer und dann findet er ein ruhiges Plätzchen. Auch hier gibt es gut ausgebaute Fahrradwege, sodass man also, wenn man hingefahren ist am Meer entlang Richtung Dunen, zurück einen anderen Weg nutzen kann und durch die Natur fährt. Wieder zurück in Cuxhaven. Wir fahren durch die Stadt. Auch die Stadt ist geprägt durch den Tourismus jetzt hier im Sommer. Es gibt viele Gäste, die da sind. Die Stadt hat etwa 49.000 Einwohner und hat auch einen Fischereihafen. Da fahren wir jetzt gerade durch. Hier gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, ein Restaurant zu besuchen und Fisch zu essen.
Man kann das Ganze hier auch zu Fuß alles abwandern oder laufen. Das ist also kein Problem. Man muss nicht mit dem Fahrrad dorthin fahren. Es ist also keine große Entfernung vom Stellplatz aus hierhin. Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten in Cuxhaven. Hier sehen wir den Hamburger Leuchtturm. Der ist heute nicht mehr in Betrieb. Der war früher wichtig für die Schifffahrt. Im Hintergrund sehen wir das Museumsfeuerschiff Elbe I. Jetzt sind wir wieder am Fährhafen. Das ist der Hafen, der direkt am Stellplatz liegt. Hier kann man immer beobachten am Morgen oder auch am Abend, wie die Helgoland hier ablegt oder anlegt. Die MS Helgoland braucht etwa 2,5 Stunden bis nach Helgoland hin. Es gibt aber die Möglichkeit, einen Katamaran zu nutzen. Der schafft das in 1 Stunde 15 Minuten. Wenn der Abend hier am Stellplatz kommt, dann hat man hier auch eine schöne Atmosphäre. Wenn man möchte, kann man sich hier nach draußen setzen und den Sonnenuntergang am Hafen genießen. Wenn man Glück hat, sieht man mal auch ein Kreuzfahrtschiff vorbeiziehen. Es gibt ja die sogenannten Schiffgucker, die wissen ganz genau immer, welches Schiff gerade wann wo ist und sind da gut informiert. Ich glaube, es gibt sogar eine App, wo man das sehen kann, welches Schiff gerade vorbeifährt. Wir waren 2 Nächte hier auf diesem Stellplatz in Cuxhaven. Es war Wochenende, am Samstagabend waren alle Plätze belegt. Aber es gibt noch die Möglichkeit, etwas vor diesem eigentlichen Stellplatz zu parken bzw. Plätze zu nutzen. Sie sind aber auch kostenpflichtig. Das sieht man hier auf der linken Seite bei der Ein- und Ausfahrt. Die End- und Versorgung liegt etwas außerhalb des Stellplatzes und einige 100 Meter entfernt. Wer jetzt also zu Fuß seine Kassette hier entleeren möchte, der hat einen weiten Weg. Die End- und Versorgung ist großzügig. Es gibt die Möglichkeit, die Kassette auszuschütten. Einen Bodeneinlass gibt es und Frischwasser kann man zapfen. Frischwasser ist allerdings kostenpflichtig. Dieser Stellplatz in Cuxhaven wird nicht unser Lieblingsplatz werden, aber ich denke, man kann so einen Platz ohne weiteres mal nutzen, um sich Cuxhaven anzusehen, den Hafen, das Umfeld, den Strand. Also dafür denke ich, ist so ein Platz immer für 1-2 Tage okay. Bevor ich das Video jetzt hier beende, noch einmal ein kurzer Hinweis auf meine Stellplatzkarte, HQ Stellplatzkarte. Hier könnt ihr auf die Symbole klicken und dann öffnet sich ein Feld. Dort bekommt ihr Informationen zum Platz und Koordinaten und ihr könnt direkt oben auf das Bild klicken und dort öffnet sich dann das Video zum Platz und ihr könnt euch das Video dazu anschauen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch meine App zu nutzen. Das geht natürlich noch einfacher. Diese App ladet ihr euch kostenlos runter und schon könnt ihr Videos anschauen und ihr könnt auch auf die Stellplatzkarte klicken. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.